Was bedeutet jüdisches Leben heute in Deutschland? Ja, mein Gott. Versuchen in den Gemeinden wieder, ja, sagen wir einmal, ein bisschen Kultur reinzubringen, jüdische Kultur. Judentum bedeutet nicht nur Holocaust, es ist Kultur, Eben. wie mein Sohn immer sagt. Danach frage ich. Historiker, ja. Also es ist viel Kultur über Musik, über Literatur, über alles. Und man versucht, etwas Tradition zu halten und Feiertage. Manche Gemeinden sind ein bisschen fromm, orthodoxer, manche nicht, reformiert. Bei uns gibt es alles. Alle Richtungen. Kann man überhaupt noch so eine orthodoxe Lebensführung heute, kann man die durchhalten? Geht Natürlich das? Wird das kann noch man, gemacht? selbstverständlich. Also ich weiß, dass man darf in einer Ja. bestimmten Art und Weise Ja. nur kochen, abwaschen und so Ja. weiter. Man kann den Schabbat so halten, dass man, wenn man ein Geschäft hat, es nicht aufmacht, dass man es schließt. Es wird genehmigt. Man kann sogar, wenn man angestellt ist, es muss freigegeben werden, also es ist ein Gesetz hier. Wenn unsere großen, hohen Feiertage kommen, müssen die jüdischen Schüler schulfrei bekommen. Unbedingt. Das ist selbstverständlich. Gibt es gar nichts. Das ist ja mehr so die offizielle Seite, aber wenn dann der jüdische Bürger im Haus verschwindet und wird es wirklich so gemacht, dass man also bestimmte Speisen nur so zubereitet? Ja, natürlich kann man das. Das ist überhaupt kein Problem. Nee, dass man's- ich könnte es auch. Ja, dass man es mir nichts kann, aus- ist klar. Aber Ja. ob man es auch machen kann? Ja, Ja. es wird gemacht. Ja. Ich kenne ja so viele Familien. In München zum Beispiel habe ich sehr viele Freunde, die streng nach diesem Ritus leben. Ja. Das Schweinefleisch kommt sowieso nicht ins Haus, also es kommt bei mir aber auch nicht ins Haus. Das habe ich meiner Mutter übernommen, obwohl ich keine sehr fromme bin. Aber das habe ich, was Speisegesetze anbelangt, habe ich ein paar Sachen übernommen. Tradition vielleicht, Großmutter. Meine Mutter hat es auch nicht mehr so genau gehalten. Aber es gibt Leute, die es ganz, ganz streng einhalten. Da wird milchig und fleischig getrennt Ja. und die Töpfe. Und da gibt es sogar, ich weiß nicht, ob es da 2 Kühlschränke gibt. Ich denke mal, ja, doch. Eigentlich doch, ja. doch. Wenn ich so denke, ja. Das Geschirr ist getrennt. Und wenn man da einmal drin ist, dann macht das gar nichts aus. Also ich hatte meinen Mann, als er heiratet, gefragt, willst du das? Er kommt aus einer traditionellen jüdischen Familie und seine Mutter hat das eingehalten. Er war dann 6 Jahre im KZ und hat gesagt, nein, mir ist das alles egal. Nur bring mir kein Schweinefleisch ins Haus. Ich esse es selber nicht, aber ich weiß es ja von meiner Mutter. Er hat gewusst, dass ich es weiß. Ja. Ich hätte es machen können. Er wollte es nicht. Und so, mein Gott, habe ich halt nicht so streng gemacht. Ein bisschen, ja. Mal kommen Dinge, wo man denkt, ach ja, das kommt daher, das rührt daher. Und viele gemeinsame Sachen, die Christen und Juden auch haben. Glauben Sie nur ja nicht, dass es da nichts gibt. Ich nenne nur mal den Osterputz, der Ja. früher ja üblich war. Bei uns in Passau fällt ja dieselbe Zeit. Darum geputzt wird und gemacht wird, damit das gesäuerte Brot rauskommt. Aber Ja. das ist der Osterputz. Was bedeutet das, wenn man sich an solche Regeln hält? Was das bedeutet? Mir bedeutet es gar nichts. Mir ist das gleichgültig. Für die Frommen ist es eine große Sünde, wenn sie es nicht tun und glauben daran. Und ich bin ein bisschen freier. Ne, ich frage so in die Richtung, ob das auch so als im Prinzip als Lebenshilfe funktionieren kann. Bei was? Als Lebenshilfe. Ach so, als Lebenshilfe? Vielleicht, ja. Ja. Ich kenne Menschen, die ein sehr schweres Schicksal hatten, teilweise schon von früher, also als sie jung waren, KZ und so weiter, und dann noch einmal sehr schwere Schicksalsschläge erleiden mussten. Kinder verloren haben, nicht im Krieg, jetzt in normalen Zeiten, die sehr fromm sind und vielleicht das ohne dem gar nicht tragen könnten.
Mir hat einmal jemand gesagt, der sehr klug war auch und viel, ich habe oft über die Dinge diskutiert. Ein Mensch, der sehr fromm ist und sich in etwas klammern kann, hat es leichter im Leben als einer. Der andere, der nicht so, der muss stark sein, sehr stark, wenn er da trotzdem den richtigen Weg einschlägt und nicht nur aus Angst vor Gott, sagen wir mal, sich menschlich verhält und gut verhält im Leben und denkt, es ist doch selbstverständlich, dass ich dem anderen, es gibt ja ein Wort in der Tora und wenn wir uns alle danach richten, ist es in Ordnung, tue deinem Nächsten nicht das an, was du selbst nicht, also es wird anders interpretiert, anders ausgelegt, aber es ist immer dasselbe. Man soll seinem Nächsten nicht das antun, was man selbst nicht möchte. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt es auch. Ich glaube, im christlichen Glauben steht es so in der Bibel. Aber dieses Liebe dich, das ist bei uns nicht. Man soll sich nicht lieben. Aber man soll nicht dem anderen etwas antun, was man selbst nicht haben möchte. Und das ist doch das Einzige. Mit diesem Satz ist alles zusammengefasst.